In diesem Video möchte ich einmal darüber sprechen, wie man Systeme stabiler bekommt. Ich nutze dazu den Strategietester und in den meisten Fällen auch einen Zufallseinstieg in Verbindung mit einem normalen Einstieg. Denn solche zufälligen Einstiege können dazu verhelfen, das System stabiler zu machen. Das hier ist das System, an dem ich gerade arbeite. Und wir wollen uns mal anschauen, wie sowas funktioniert. Wir starten mit 100.000 $ Einlage. Bei 105.000 $ soll eine kontenbasierte Stop-Funktion einsetzen und die wird einen Trailing Stop nachziehen, der bei 95% der Gesamtkapitalisierung anfängt. Starten wir also mal unseren Test. Dann sehen wir hier in wenigen Sekunden, dass die Positionen eröffnet werden und der Kontostand steigt. Diese Drawdowns hier können sich negativ auf das Gesamtsystem auswirken und wenn die zu groß werden, dann sollte unser Stop-Loss greifen. Wir handeln hier von 2016 bis zum aktuellen Datum. Man sieht, das kann hier manchmal ganz schön runtergehen, aber das alles ist relativ, denn mit steigendem Verlauf sieht man, dass die anteiligen Drawdowns nicht mehr so erschreckend aussehen. Man darf sich da also nicht unbedingt auf die eigenen Augen verlassen, sondern es ist viel wichtiger, dass man sich die Zahlen anschaut. Und das hier ist nur eine von vielen möglichen Realitäten, denn diese Zufallskomponente ermöglicht es uns, unterschiedliche Resultate zu testen. Wir sind jetzt hier im Jahr 2021. Es wird noch ein wenig dauern, bis unser Expert Advisor hier das aktuelle Datum erreicht hat. Und wenn das soweit ist, dann haben wir ein Ergebnis. Das ist jetzt der Fall. Hier unten sehen wir jetzt im Backtest, wir haben einen Profit von 31.674 $ gemacht. Die Zahl merken wir uns jetzt mal. Und dann starten wir den gleichen Test einfach nochmal. Ich habe hier nichts verändert an den Parametern. Aber dadurch, dass ich zufällige Einstiege handle, werden wir ein anderes Ergebnis erhalten. Und der Vorteil dabei ist, dass man sogenannte Massentests machen kann. Das bedeutet, ich muss mir das nicht jedes Mal hier anschauen, sondern ich kann mich auch darauf verlassen, dass, wenn ich 100 Tests mache, das im Hintergrund genauso abläuft und dann schaue ich mir halt nur die Ergebnisse an. Dazu haben wir ein anderes Video auf diesem Kanal bereitgestellt, wer sich das einmal anschauen möchte. Ich glaube, dass Massentests bei MQL5 so das Kriterium sind, was alle Leute, die noch mit MetaTrader 4 arbeiten, dazu umstimmen könnte, MetaTrader 5 doch zu benutzen. Denn mit solchen Testreihen hier kann man sich unglaublich viel Zeit sparen. Auch diese Variante hier scheint gut zu funktionieren. Die Drawdowns könnten etwas kleiner sein. Das ist der Teil, den wir optimieren wollen, wenn wir so ein System entwickeln. Und das hier ist mit Sicherheit mindestens die 20. oder 30. Version von dem System. Unser zweites Ergebnis ist jetzt da mit 23.317 $. Und jetzt schalten wir das Ganze hier mal um auf den langsamen generischen Algorithmus. Hier nutze ich jetzt meine Zufallskomponente, sage, ich möchte bei 1 starten und in 1er Schritten 10 Ergebnisse testen. Klick hier unten auf Start. Dann läuft hier gleich der Testprozess an. Ich sehe hier auf der rechten Seite die Prozentzahlen hochzählen. Und sobald unsere ersten Ergebnisse bereitstehen, werden die dann hier in unserer Ergebnistabelle angezeigt. Die ersten 2 Durchläufe sind da. Und hier sehen wir die Profiterwartung des Systems. Weil das hier ein kurzes Video ist, machen wir das jetzt nur für 10 Durchläufe. Aber normalerweise mache ich das für 100 Durchläufe und mindestens ein Jahr. Das waren jetzt 5 Jahre und das erste Halbjahr von 2022. Hier kommen jetzt unsere Ergebnisse. Und wenn man sich die Gewinnerwartung eines Systems errechnen möchte, dann würde man jetzt hier alle Profite zusammenzählen und die Verluste davon abziehen. Auch wenn man sich damit jetzt mathematisch nicht so sehr beschäftigen möchte, dann sieht man doch, dass das Gesamtergebnis hier durchaus profitabel ist. Wenn Sie mehr über solche Massentests oder das Erstellen von automatisierten Systemen erfahren möchten,
Dann ist vielleicht der Premium-Kurs interessant für Sie. Den finden Sie auf unserer Webseite und in diesem kurzen Video haben Sie gelernt, wie Sie Systeme mit einer zufallsbasierten Einstiegskomponente stabiler machen können und wie Ihnen das hilft, die Gesamtstabilität Ihres eigenen Systems zu verbessern.